Onkel Sid macht ein Schiff. Ich denke, Luftschiff. Lauberts Forstweg. Das war nochmal wo? Da. Bei Lostwing, richtig. Ich erinnere mich. Das Teil der Ruine, das perfekt passt, um als Helm zu fungieren. Ich erinnere mich. Mann, war richtig komisch, das Spieltag. Nicht zu spielen. Ist das seine Armee? Ernsthaft? Ist das die Armee, mit der sie gegen diesen Typen in den Krieg ziehen wollen? Eine Oma, ein Kind, 2 Frauen und ein Typ, der echt nicht fähig aussieht. Ja, okay. Ich mag's, wie die Musik plötzlich super bedrohlich ist, weil hier wahrscheinlich bald alle tot sind. Dafür habe ich die nicht gerettet, dass die sich jetzt alle umbringen. If you're ready, we leave at once. Oh Gott. Ich glaube, wenn wir das nächste Mal hier sind, ist leider dann keiner mehr da. Hey Sky, na? Die machen das jetzt halt wirklich, ne? Scheiße. Das wird ein Blutbad, aber leider auf unserer Seite. Armer Clive. Training. Ja, stimmt, heute ist Montag, ne? Dann wünsche ich dir dabei aber viel Spaß. Und ich hoffe, wie gesagt, dass dein Steam Deck dich bald erreicht. Aber 2 bis 4 Wochen wird es wahrscheinlich nicht mehr diese Woche kommen. Ach, Versanddinge sollten einfach kein Ding sein. Ich finde, wir sollten im Jahre 2023 einfach alles so instant aus so einer Postbox ziehen können. Und quasi wie Rohrpost. Oh, ich hätte vielleicht Tränke kaufen sollen, ne? Time to fight. Naja, wird schon klappen. So, was ist hier los? Ich habe schon wieder vergessen, was so dramatisch war, aber irgendwas war los. Drohende Same-Day-Delivery, ja, oder so. Oder halt Rohrpost, ne? Okay. Aber so habe ich früher schon gedacht, als wir noch einen Balkon hatten. Einfach da so eine Landestation, so eine Postbox und dann wird es da reingeworfen und gut ist, ne? Leider sind wir noch nicht so weit. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. I'll be right back. Ich habe da mal so gar keinen Bock drauf, auf das, was da lauert. Ich habe ein bisschen Schiss. Die machen mir Angst mit ihrem Rumgeeiere da. Das Item darf ich auch nicht haben. Hey, da ist eine Kiste. Anybody home? Ach, und deshalb macht ihr so einen Stress? This must be our unwanted visitor. Time to go. Und dafür machen die so einen Stress. Für einen Ariman. Ich dachte jetzt, da wartet sonst was auf mich. Aber ich glaube, damit kann ich umgehen. Aber das ist wie mit der selbstreinigenden Brille. Auf die warte ich ja auch immer noch. Die hat sich auch einfach noch nicht eingeschlichen. Au.
Safe, komm schon. Erstmal warm spielen. Okay, danke schön. Dann hat sich OBS vielleicht noch gefangen. Das hat nämlich wieder meine CPU gefressen. Ich meine, zugegeben, sie ist mittlerweile 5 Jahre alt, aber genau. Das ist ziemlich cool mit dem Medikamentensystem. Aber das wird sich hier in Deutschland leider niemals etablieren, weil du weißt ja, das ist alles Neuland. The things I do for you, Mid. Sid! Oh, thank goodness you're safe. Mach dir nicht ins Röckchen. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Wenn man das hier von Bundesland zu Bundesland organisieren würde, ist unser Land auch nicht so groß. Wenn man es in 16 kleine Delivery-Länder aufteilt. Wie er zugeguckt hat. So ein Stalker. War gar nicht weird oder so. Wir müssen auch, glaube ich, noch 1, 2, 3 Hans machen, ne? Ja, aber ich meine, 100 Kilometer Max-Reichweite wäre ja auch schon mal was, ne? Wenn man das gut organisieren würde, ginge das bestimmt. And what can I do for you? Nur der Teil mit dem gut organisieren ist dann halt wieder das Problem. You're rubbing me blind, you know. It'd better all be here. Wir jetzt 2/3 durchs Spiel durch sind und ich habe noch immer keine Taschenvergrößerung bekommen. Das nehme ich auch persönlich. Schade. Ob Torgel wohl immer durch die Tür reinkommt oder springt er einfach über den Tresen? I went up to give some greens to the chocobo. Ich meine, agil genug ist er ja, ne? Hüpft einfach drüber. Bin aber so gespannt, ob die Enterprise jetzt wirklich ein Luftschiff wird, weil alles andere wäre... War der Bogen letztes Mal auch schon da? Alles andere wäre irgendwie komisch. Aber andererseits hier plötzlich mit einem Luftschiff durch Valistea zu düsen, wäre auch merkwürdig. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. Das war als She'll be along einziger. shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. Herr Dion kann auch fliegen, ne? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Das klingt aber eher nach Schiff. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Tones! Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him? See what he makes of it? Ich trage sie gleich einfach rüber. Right away. So, es wäre so viel einfacher, wenn sie einfach gemeinsam fachsimpeln würden. Aber Mid ist anscheinend da am Boden festgewachsen. Da kann man nichts machen. Immer diese Teenager, die aus ihren Zimmern nicht mehr rauskommen. Man kennt das. Wo ist eigentlich Jill? Oh, sehe ich da eine neue Belohnung für mich? How may I help you today, Clive? Your benefactors are a generous lot.
Ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Jeder kann behaupten, den Lauf der Welt ändern zu wollen, aber nur die wenigsten lassen ihren Worten auch Taten folgen. Du bist ein leuchtendes Beispiel für uns alle. Ein Wohltäter. Onkel Byron, bist du's? Here you are. Aber 800 Fertigkeitspunkte erinnert mich daran, dass wir da vielleicht auch mal wieder reinschauen könnten. Irgendwie werden die Schritte zwischen den Belohnungen aber auch immer größer, ne? Come Frech. again. I may have more for you. Ganz schön frech, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, einfach mal fast 4000 Punkte und es reicht trotzdem nicht für die finale Stufe der Lebensflamme. Aber wir könnten das hier meistern. Das passt mir soweit eigentlich ganz gut. Das Ding ist halt, ich glaube, wenn wir irgendwann Dion mal auszuzeln, und ich hoffe für ihn, dass das A, entweder nicht so bald passiert, oder B, nicht die Folgen für ihn hat, die es sonst so für alle anderen hatte, würde ich, glaube ich, gerne als drittes halt Bahamut nehmen. Irgendwie ist jetzt hier noch sehr viel Platz. Bahamut, Phoenix, Shiva. Wobei, nee, Phoenix habe ich ja hier schon. Denken wir mal lieber nicht so hart drüber nach. If you can be anything, be Bahamut. Ja, aber eigentlich würde ich ganz gern Dion noch eine Weile behalten, glaube ich. Dion braucht dringend mehr Screentime. Ich hoffe, das kriegen wir heute vielleicht auch hin. Den Dion-Arc. Schauen wir mal. Ist da eigentlich noch was Neues dazu gekommen, außer neue... Oh. Habt ihr den verschoben? Bin ja auch mal gespannt. Ich habe das Gefühl, dass das hier möglicherweise End- bis Postgame-Relevanz haben könnte. Das ist immer noch nicht da. Ach, der Clive. Ich werde, glaube ich, so traurig sein, wenn das Spiel einfach zu Ende ist. So, ich will wissen, was am Ende passiert, aber ich will nicht, dass es endet. Kennt ihr das? Hippocrates, do you have a moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for mid this time. Could you take a look at this? Ein verwirrender Bauplan, der durch die vielen Fragezeichen, die ihn verzieren, noch verwirrender wird. Ich sag ja, vielleicht einfach face-to-face? Shielding for a mithril engine. Whatever will that girl think of next? And what are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. Hey, Les. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. Ein Coating, We also. have. But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelus complains that without a constant supply of... pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew.
It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Moondew. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide the protection it requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obolus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. So. Es wird ja immer aufregender. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Kleiner Thank you. Shopping-Trip mit der Wife. I am sure I'm game. either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Ist das eine ernst gemeinte Frage? Als ob ich nicht Jill mitnehmen würde. Taya ist hot und alles, aber hallo? Natürlich nehme ich meine Wife mit. Was soll das denn für eine Frage sein? Shielding that guards against even the most ferocious flames. We could have done with some of that on Justinus. I doubt I would have survived that place with or without it. A trip to Northreach, though, I think either of us could handle. So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? Manchmal stellen die echt komische Fragen, wobei es sicher interessant wäre, Taya mitzunehmen. Aber ich kann Jill ja nicht hier lassen, dann weint die doch. Geht doch nicht. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. Die muss ja jetzt auch so lange zu Hause bleiben. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. Effects for which they were once highly prized. Was Toms So much Snackable so, zu in halten? fact, that they were harvested almost to extinction, hence moondews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. Hä, wie? Oh, Du well. wartest nicht. Until then. Mädchen. 2 Spielstände, beides You two ausprobieren. enjoy yourselves. Na, You too, Taya. ich bin content mit meiner Choice. Wer würde nicht auf ein Date mit Jill gehen wollen? Nach allem, was wir bisher erlebt haben. Komm schon. Wer da nicht Jill nimmt, dem kann ich auch nicht helfen. Now, where's Jill? There's talk that the glass gate flood. Keep them pilchards nice and chilled. I won't abuse. Da ist sie ja. Are those Pepio nuts? Can never tell. How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the Pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. Aber ich dachte, das ist ein Date. Jill. They sell everything here at the market. Finding garlic and Pepio nuts won't take long. Grausames Mädchen. Grausam. You'll not find a bruised pippin in
Fresh cuts. Come and get them before. What can I interest you in today? Knoblauch. Nahrhafte Lauchgewächse sind ein Markenzeichen der klassischen sanbreckischen Küche. Daher ist es sogar Tradition, dass der Kaiser Ehrentitel an diejenigen vergibt, die für die Überwachung ihres Anbaus und ihrer Zubereitung in den Schlossküchen verantwortlich sind, darunter der sogenannte Knoblauchritter. Das habe ich aber anders in Erinnerung. I hope it's to your liking. Ich will da jetzt nichts sagen, aber ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung. Keep fighting the good fight. Nun, die meinen bestimmt Vario. What do you want? Pepionüsse. Die essbare Frucht der Pepio-Pflanze wird von Chocobo-Züchtern geschätzt, auch wenn der Aberglaube, dass sie einem Zuchtvogel zusätzliche Ausdauer verleiht, eher auf ihren ansprechenden Rundungen als auf wissenschaftlich nachweisbaren Ergebnissen beruht. Okay. If that's what you want. That's everything. Let's see how Jill's getting on. Keep them pilchards nice and chilled. I won't have... Oh, sehr schön. Sie hat uns einfach eiskalt stehen lassen. Jill, was ist los? Liebst du mich nicht mehr? Did you find everything? I did. Here. Aber wir sind doch füreinander geschaffen. Wortwörtlich. Garlic and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. But before we head back, would you walk with me a while? Ja. Torgel natürlich auch dabei. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells? How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? Gut, dass sich jetzt There benehmen was, kann. yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. Picnic! Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... oh, You all right? sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. And we can live on our own terms. I hope so. Ich kann mir einfach kein Happy End vorstellen. Thank you, Clive. In dem Game. Es tut mir leid. Ich sehe es nicht. Ich sehe das noch nicht, wie das funktionieren soll, dass sie alle leben und glücklich Hyrule-Barsche essen können, die da im Hintergrund rumschwimmen. Well, I suppose we better be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. Weißt du, wir können noch zusammengehen, I die will. wissen, dass wir was am Laufen You too. haben. Du musst mich nicht verstecken. Ich fühle mich manchmal, als wäre ich so ihr Secret Boyfriend.
Sie wohl noch einen anderen Boyfriend hat? Ich meine ja nur. Bin ich ihr peinlich? Das ist schon merkwürdig, oder? Wir wollten zusammen auf den Markt gehen. Auch zusammen Sachen holen. Ja, ich gehe schon mal vor. Ja, ich warte dann da auf dich. Ja, ich gehe zuerst nach Hause. Wonder how Hippocrates is getting on with the moon dew. Girl. So, wir können zusammen unterwegs sein. Das ist kein Problem. Ich meine, anscheinend doch, aber... Ja, aber Clive, ne? Er wird immer gekorbt oder literally cockblockt. Wisst ihr noch? Der Fastkuss? Ich werde sehr pissig sein, wenn Jill stirbt, ohne dass hier einmal geknutscht wird. Oder Clive. Ich bin immer noch nicht sicher, dass die beide lebendig aus der Nummer rauskommen. Ist halt kein Geralt. Warst du dabei, als wir im Puff waren? Er ist wirklich kein Geralt. Also so überhaupt nicht. Es war ihm so peinlich. Es war ihm so endlos peinlich. Welcome back. I hope you two had fun while I was busy helping Hippocrates. Siehst du, Taya hat sich nicht so angestellt, glaube ich. Vielleicht habe ich mir die falsche Frau ausgesucht. Jill? Yeah, Clive. Hippocrates has all the ingredients. We were just waiting for you. Weißt du, du hättest nicht warten müssen. Ja, Geralt so, oh, die und die und die. Ist die schon frei? Ist die noch frei? Ja, die? Ja, die vielleicht auch noch. Nicht nacheinander. Gleichzeitig. I can handle that. Ja, Clive ist wahrlich kein Geralt. Ich meine, das ist doch irgendwie süß, dass er so ein Babygirl ist. Aber manchmal ist es auch ein bisschen weird. Muss ich ganz offen gestehen. Manchmal ist es ein bisschen weird. Aber ich liebe mein Babygirl. How's work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. Pure. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Tarja how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Taya weiß bestimmt auch, wie man Kaktornadeln verwendet. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Vielleicht ist Taya ihr Secret Boyfriend. Oh, and Clive, thank you. It was nice just being with you. Joch. It appears our work here is almost at an end. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. When both the shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of testing and retesting, of course. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Someone ist schon Leave it to unterwegs. me. Thank you, Hippocrates. Someone läuft sich die Hacken schon wund, keine Sorge. Well, I better go and give Mid the good news then. Aber eigentlich, wann habe ich das letzte Mal Sachen abgegeben? My knowledge is yours. Oh, und guck mal, er hat auch Dinge zu sagen über Hugo und über Tito und Corva, unsere beiden Zwillinge. I have said it many times. Ich habe es schon oft gesagt, Hugo Kupka war ein Mörder und auch ein Dieb. Ein Dieb, der uns unser Glück geraubt hat, unsere Hoffnung. Und obwohl ich weiß, dass es falsch ist, sich über den Tod eines anderen zu freuen, können wir doch froh über die Tatsache sein, dass er uns nichts mehr nehmen kann. His story is ended. Dank euch, Clive. Aber ich weiß nicht, vielleicht kommt das dicke Ende da auch noch. Were you aware? Habt
Habt ihr gewusst, dass es den Trägern in vielen Städten verboten ist, Kinder zu bekommen? Man glaubt, dass der Äther, der für die Geburt eines Kindes gebraucht wird, den Kristallfluch beschleunigt und die Produktivität der Mutter mindert. In solch einer Welt leben wir. Glücklicherweise konnten die Eltern von Tito und Corva dieser Welt entkommen, wenn auch nur lange genug, um vor ihrem Ende ein paar kurze Sommer der Glückseligkeit zu finden. But what of the twins themselves? Und die Zwillinge selbst, im Versteck geboren, der eine von der Magie berührt, der andere von ihrer Last verschont, ist ihr Verstand nicht durch die Lügen von Mächtigen und Geistlichen vergiftet worden. Sie werden mit dem Wissen aufwachsen, dass es keinen Unterschied zwischen Trägern und anderen Menschen gibt. Und sie werden diese Wahrheit an ihre eigenen Kinder weitergeben und diese an ihre Kinder, bis die Welt, in der wir jetzt leben, nur noch eine Fußnote in den Annalen der Geschichte ist. Yes, change will come. Durch Magie, die keinen Äther benötigt. Magie, die auch nach dem Fall des letzten Mutterkristalls noch Bestand haben wird. Okay. I have compiled some new entries, if you would like to see them. Wünschen würde ich es mir ja, ne? Dann wiederum ist es Final Fantasy. Können wir wirklich ein Final Fantasy ohne Happy End haben? Weiß ich halt auch nicht so. Wäre irgendwie weird. You are always welcome, Clive. Wobei andererseits... Mithril, ein mächtiges Metall. Einführung. Mithril ist ein Material von außerordentlicher Härte und faszinierendem Glanz, und es sind diese beiden Eigenschaften, die es bei den Waffen- und Rüstungsschmieden Valisteas so begehrt macht. Es hat jedoch noch eine dritte Eigenheit, durch die Stahl und Horn überlegen ist: seine Beständigkeit. Selbst der beste Stahl schmilzt in Drachenfeuer, wird brüchig in der Kälte oder rostet, wenn er nicht richtig geölt wird. Mithril hingegen ist, einmal hergestellt, auf ewig, unveränderlich. In diesem Band widme ich mich der Herstellung, Formung und korrekten Verwendung von Mithril. Ey, richtiges Powermetall. Ist hier noch mehr zum Lesen? Clive kann leider nur selektiv lesen. Die Sünden von Zemeckis. Illustrierte Geschichte Valisteas Band 4. Rosarische Märchen. Liebesgrüße aus Sanbreck. Superfood nur mit Metall. Ja, das war mein Gedanke dahinter. Wir haben auch keine Post oder so bekommen, ne? Nein. Das Onkelchen läuft und läuft und läuft und läuft. Sie hätte ihre Werkstatt vielleicht ein bisschen näher dran bauen können, dass ich nicht immer eine halbe Weltreise machen muss. Naja. Clive ist ja gut zu Fuß. Ich wette, es gibt wieder so eine Trophäe mit, wenn du so und so viel 100 Millionen Schritte gemacht hast. Was ist eigentlich da oben? Ah, da war dieser Brunnen, ne? Richtig, der Aussichtspunkt. Guck mal, da sind halt auch noch super viele Ruinen. Sie zählen ja auch die Torgelpads. Aber ich glaube nur bis 5. Ich glaube, es gibt nur die eine Trophäe. Was ich auch unverschämt finde. Als ob ich Torgel das ganze Spiel über nur 5-mal petten würde. Aber tatsächlich gibt es Menschen, die diese Trophäe nicht haben, obwohl sie das Spiel durchgespielt haben. Was ist denn mit denen bitte nicht in Ordnung? Ja, was? You can pet the dog and you don't? Was soll das denn? Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then. Better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! Ach, doch nicht festgewachsen. Guck mal an. Kann ihr Labor ja doch verlassen. You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs.
displacement stacks. Didgeridoo. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way. Als ob sie die tragen kann, das Oh, darf and ich bring me doch the machen. biggest salmon you can find. This is gonna require some precision walloping. Ach, mit. Precious Girl. Ich liebe sie sehr. Wie sie den Laden einfach aufmischt. Haben wir einen Kran? Weil wer soll das einbauen? Sieht ziemlich schwer aus. It's finished. It's finally finished. Thank fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. Was? I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? Schledern ist done. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the Blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. Eine Arche. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans, I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Sie ist wie so eine kleine Piratin. Sie redet auch so irgendwie. Ich liebe das voll. Ja, eine Sidequest ist verfügbar. Na, dann gehen wir da doch direkt mal hin. Is that the thing Tomes helped to build? Wenn mit irgendwas passiert, muss ich jemanden auseinanderreißen. Protect mit at all cost. Das war das falsche Zimmer. If only had mit for a day. Genau. Hau rein, Sky. Viel Spaß. Lass dich nicht umboxen. He cracked the crystal too. Sie und Torgel aber, ne? Da ist noch eine Plus-Sidequest. Wo ist die denn? Ach, bei Mid. Sweet. Und eine neue Belohnung gibt's auch schon wieder.
Jetzt kriege ich Sidequests schon per Brief. Das ist ja nice. Unter 4 Augen. Ich bin auf Ottos Anweisung hin die Buchhaltung durchgegangen und habe vielleicht etwas entdeckt, um das du dich vielleicht kümmern solltest. Möglicherweise. Und damit meine ich sofort. Du weißt, wo du mich findest. Okay. Trouble with the ledgers. Shouldn't he be asking Otto for help? Vielleicht unterschlägt Otto Dinge für Nutten und Wein. Weiß man ja nicht. Ein schlechtes Bauchgefühl. Clive, irgendetwas stimmt mit deinem Vierbeiner nicht. Nein, Torkel! Komm doch mal zu meinem Bütchen, wann immer es seiner Lordschaft passt. Sofort. What could be wrong with Torgor? He seemed well enough when I last saw him. Aber vielleicht hat er Fenrir rausgelassen. Ich meine, das würde mich auch verunsichern, wenn ich es noch nicht gesehen hätte. Wegen Schledorn. Huch, wenn der Postmann 10-mal klingelt, als ob es dafür eine Trophy gibt. Danke für deine Hilfe mit Schledorn neulich. Leider scheint dem alten Grieskram schon wieder eine Laus über die Leber gelaufen zu sein. Ja, dem tut der Arm weh. Er zieht jedenfalls ständig ein langes Gesicht und grummelt in sich rein. Ich frage mich, ob er nicht noch was anderes auf dem Herzen hatte, als nur die Sache mit dem Leder. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas rumort in ihm. Ich weiß, du hast immer gut zu tun, aber wenn du es irgendwo dazwischen schieben kannst, würdest du dann mit mir zu Schledorn gehen und ihn fragen, was los ist. Aber nur, wenn wir einen Eisbeutel und eine Flasche Rum mitnehmen. Hopefully it's nothing. But I should speak to Blackthorn just in case. Da das eine Plus-Quest ist, bedeutet das aber, wir bekommen neue Sachen zum Schmieden. Das gefällt mir. Aber erstmal, was ist los mit meinem Hund? Was hast du dem gefüttert? I got your note. You think something's wrong with Torgor? So you can read. Congratulations. Ouch. But I didn't say I were wrong with him. I said something weren't right. He's not been eating me treats. Oh nein. He used to love cracking the bones from Molly's boiled brown, but now he won't so much as look at them. Didn't like him. Which is why I'm of a mind that his mind's on something else. You've not been working him too hard, have you? No harder than usual. Is that it, boy? Do you need a rest? What was it you said he was? A frost wolf? That's what the lawsman seems to think. Then maybe this all has something to do with whatever it is that's woken inside him. I suppose things have been different since Rosalith. Perhaps Hippocrates knows something. Instead of everything, you mean? Perhaps. Torgel soll's nicht schlecht gehen. Diese Sidequest ist mir gerade ein bisschen... Die hittet too close to home gerade. Lawsman, I need to ask you about Torgor. Something's not right with him. He isn't ill, is he? I don't think so. But according to Lady Karen, he seems to have lost his appetite. Which is certainly a new development. She says he's hardly been touching his bones of late, and she believes it may have something to do with what happened at Rosalith Castle. Vielleicht muss Super Torgel nicht mehr essen. I rather think she might be right, though not about his appetite. All canids are instinctively inclined to crack open bones for the rich marrow that resides within, and I see no reason why a frost wolf should be any different. Accordingly, I suspect it is not a lack of appetite that afflicts Torgel, but a surfeit of it. If we assume that his newfound magics require additional nourishment to sustain, it may well be that the bones Lady Karen is accustomed to providing are no longer sufficient. Frost wolves, after all, habitually prey upon far larger animals, whose bones may yield altogether different nutrients. As to where one might find a suitable substitute, some antelopes that graze the meadows of eastern Rosaria have been known to grow to a size more than double that of their lesser cousins. I don't recall ever seeing any that large. And little wonder. The oldest and largest such creatures rarely leave the safety of the highlands for fear of predators. The last elder antelope sighting I recall hearing about took place near Cressida.
And that was long before the village was abandoned. Even so, it seems like a good place to start. Good hunting, Clive. Ja, aber ein so ein Knochen reicht ja wohl nicht. Das macht Torgel ja nicht für immer satt. Ich höre mir erstmal das ganze andere Leid an, ja? Dann ziehen wir los. Weil die wollen ja sicher wieder Kram haben. Blackthorn, do you have a moment? Not really, no. This won't take long. I just wanted to ask how you're getting on. August was worried about you, that you might still be doubting your craft, even after learning the trick of that cuirass. Is there something else weighing on your mind? Perhaps sharing your thoughts might help. That bastard's like a dog with a bone. Still, he's got a keen eye, I'll give him that. He's just, well, Karen showed me something I've never seen before. Vielleicht sollte Karen ihm einfach nichts mehr zeigen. Sword. An odd-looking thing with a single-edged blade. The metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me. Ein The Katana? edge on it. You could slice a man clean in two with a weapon like that, and he'd be halfway home before he even realised he'd been cut. Okay, So that's what's troubling you. No. Not troubling me exactly. More distracting. Can't stop thinking, how do you get an edge that sharp? It's driving me mad. And if you knew how to do it, we could arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome. And we can't have our master blacksmith being distracted. You're a soft touch, you know that. But I can't say I'm not grateful for it. Good luck, eh? Thank you. Ich weiß nicht, ob Clive wirklich ein schärferes Schwert braucht, See what aber Karen knows about this sword. nachdem wir Hugo schon die Hände abgetrennt haben. Aber naja, let's go. You're looking well, Karen. What do you want? Out with it. I want to know about the sword you showed Blackthorn. Single-edged and extremely sharp. Sephiroth's Running Katana. around after him again, are you? I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. It's driving him to distraction. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into private collections. Which made it nice and easy finding a buyer. Can you tell me who bought it? Where is it now? You think I tell people who my clients are? Suppose you're not likely to go nicking him off me, are you now? Fine. If you stop mooning at me like that. Lord Ignac's the man you want. Dalmekian bloke. Collects weapons and the like. And he's got more money than sense, which is why he's one of my favourite clients. Reckon he'll still be at the inn in Dalamil, where I left him. Thank you, Karen. Sie geht allein nach And Dalamil. he's a touch eccentric. If you take my meaning. I appreciate the warning. Das ist ja spannend. So, Gauthier wollte auch noch Dinge und dann müssen wir nochmal zum Mitte. Endlich nehmen die Sidequests Fahrt auf. Is that the thing Tomes helped to build? So gefällt mir Told me das. she was building a ship. Und eine neue Belohnung gibt's auch noch. Oh, I wasn't expecting you back. Das Schicksal der Träger. So wenige bemühen sich ehrlich darum, das Elend der am Kristallflug Leidenden zu lindern. Aber wenn wir das, was noch auf uns zukommt, überleben wollen, dann müssen wir zusammenhalten, egal ob Träger oder nicht. Du bist derjenige, der uns das gelehrt hat. Ein Freund in Nordstedt. You earned this. Come again. I may have more for you. Clive, did you get my letter? Hab ich. That's why I'm here. Shh. I don't want to be listening. Is this better? A little. Listen. I've some bad news. It turns out the hideaway may be slightly behind in its payment to certain lenders. Ich hab Geld, kein And it's Problem. Maybe my fault. But I swear to the goddess,
I thought I had the numbers square. Sadly, that square turned out to be more of a circle. 0, you might say. I can straighten it out, I swear, but it's gonna take some time, and I'm gonna need help keeping it from Otto. Bit late for that, I'd say. There you are! What a surprise! So let me get this straight. You forget to pay our lenders what they're due, and instead of coming straight to me, you get Clive to come to you. And I hope he'll dig you out of the hole you've dug for yourself. Clive, Papa the ist man sauer. in charge of the place you've been cheerfully trying to bankrupt. And you thought this was a cunning plan. Why? Well, who needs paying? Oh, just Martha. And the dame. And, well, Lady Karen. But only 500 talents. Ach nur. We owe 3 of our most trusted friends 5 million gil. Okay, so viel habe ich auch nicht. 5 million each. Was? They lent us the Junge. bulk of the money we used to rebuild the hideaway, you see, and, well, I must have made some sort of oversight. Hey Tom. Those ledgers were my responsibility, and it was my decision to entrust them to you. This is my fault. Do we have that much to hand? I can always ask my uncle. No, we don't. And no, you won't. We've lightened Lord Rosfield's purse enough. After the king's ransom we had off him, he deserves better than to see our begging bowl. Besides, we'll need to learn to stand on our own if we're gonna make this work. All right. But that doesn't mean you have to shoulder the burden yourself. Is there anything I can do to help? There might be. How'd you fancy taking these to Martha and the dame? Schuldscheine. Rocks. Rocks, he says. Worth 1,000 talents apiece, these are. A little something Sid and I set aside for when times got lean. And I reckon 15 million in overdue debt probably qualifies. I just hope our associates' eyes are a bit more discerning than yours. I'm sure there will be. Should be me making the rounds, really. But you know how it is with this place. Orders to bark, arses to wipe, and all that. I know. Which is why I don't mind going in your place. Clive ist aber auch ein bisschen naiv, ne? Do you know why I only gave Master Clive here 2 star rubies? Because you'd rather Lady Karen killed me. Because I'd rather Lady Karen killed you. Yes. Oh boy, da hat er sich ja schön in die Well. Scheiße geritten. I suppose this is goodbye then. Don't worry. I'm sure Karen will understand. Really? Do you think so? No, I don't. Oh weh. Ab mit seinem Kopf. Nun. Der arme Kerl. Hoffen wir mal, sein Kopf ist noch dran, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme. Well, that's it then. I'm bugger. Here, Sid. Reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother, if you've a mind to. Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. Was für ein Ding? Lovely bit of kit it is. Bunging a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. And that's where I was hoping you could help me out. Ja. Bin ein bisschen müde, aber sonst kann ich nicht klagen. Was macht dein Fieber? I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling medicines and the like.
All right. Why not? Proper job! So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash'll do, says the chief. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. Couldn't believe my eyes. You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain stream. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. They leave them behind when they die, see? I take it that's where I come in. If you wouldn't mind. I saw a billet on the hunt board for one just the other day. So ein Zufall. Would have gone myself, but, well, fighting dirty great balls of flame isn't exactly my forte. You, on the other hand... All right. I'll see what I can do. Thank you kindly. And good hunting, eh? Na, dann schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Aufs Hunting Board wollte ich ja aber sowieso noch mal gucken. Also den Level 50 S-Rank, wenn die Level Cap tatsächlich bei 50 ist, würde ich eventuell noch ein bisschen aufschieben wollen. Aber mit den anderen sind wir ja soweit ganz gut zurechtgekommen. Also wenn uns da zufällig eins über den Weg läuft. Ja, das dachte ich mir schon, nachdem ich Roxas gesehen habe. Übersichtungen von Bombern. Du suchst einen Königsbomber-Coupon? Rein zufällig habe ich da was höchst Explosives im Angebot für dich. So ein Zufall. Königsbomber. Eine Fluchbrecherin auf dem Weg zu den kaiserlichen Jagdgründen nahm vor kurzem eine falsche Abzweigung und fand sich plötzlich in einem nahegelegenen Waldstück wieder, wo sie auf die Ruinen eines Luftschiffs der Gefallenen stieß. Und das ist nicht bei Lost Wing? Okay. Und darin auf einen riesigen Feuerball, vor dem sie schreiend Reis ausnahm. Später gelang es ihr mit Hilfe eines Buches, die Kreatur zu bestimmen, doch sie behauptete steif und fest, dass der Bomber, den sie gesehen hatte, mindestens 10-mal so groß gewesen sei, wie der darin beschriebene. Das heißt, wenn der mir um die Ohren fliegt, bin ich tot? Das ist ja sympathisch. Roxas Best Boy. Debatable. Okay. Dann schauen wir mal. Wo gehen wir denn am besten zuerst hin? Sachen abgeben. Im Discord, Domi hat ein neues Profilbild. Erst Joker, jetzt Roxas. Immer die bestest of boys. Did you hear? Against heaven. I want to see you again. Na, hier sieht's immerhin noch gut aus. What am I gonna do without Sweetwater and Olive Talc? Milady, I come bearing gifts. Gifts? Whatever is the occasion. Sternrubin, einer von 3 kostbaren Edelsteinen, die Sid vor Jahren beschafft und für schlechte Zeiten beiseite gelegt hatte. Otto ist der Meinung, dass im Versteck eben jene Zeiten angebrochen sind und möchte die Rubine zur Begleichung von ausstehenden Schulden bei Karen, Martha und Isabel nutzen. Oh my. Clive, you really have outdone yourself. Otto asked me to give it to you. To settle the hideaway's debt with the veil. And to compensate you for the time it took us to do so. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Oh. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the hideaway. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least I could do. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please,
Accept it. For my sake. And for Otto's. For all of us. For all you've done. It is rather fetching, isn't it? Very well. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway are the closest thing he has to family. Otto had a son. Long ago, yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done, but it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. I'm beginning to see that. Dann geht er einfach. Okay, Clive. Dann dreht er sich einfach um und geht. Also ja, danke für die rührselige Geschichte, bye. So ein Schlingel. Schätze mal, mit Martha wird das gleich ähnlich laufen. Clive, we weren't expecting you. I wasn't expecting to be here, but it seems we still owe you a considerable amount of coin for your help with our rebuilding efforts. And though I doubt it's what you were expecting, we were hoping you'd take this as payment. A star ruby? I can't accept this. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, why are you the one here asking me about this? I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to settle your debts, isn't it? The old goat working himself to death again. Something like that. Most days I think he's the only reason the hideaway's still standing. Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone. And when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up. His death was hard on everyone. But it must have hit Otto hardest of all. But he didn't give up, did he? Quite the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement, and rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too. And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome, neither. Naja, twice as handsome. And you keep good company. I suppose I do. Ich meine, Sid is hot as fuck, aber twice as We'll handsome. want to know the stones were delivered. If he's still with us. Das ist ja wohl maximal debatable. Ich glaube, von Eastpool ist es auch nicht näher, ne? Old Man Sid ist mehr mein Jam. Ja. Ich weiß gar nicht, wer der hottest Boy in Valisthea ist, wenn ich ehrlich sein soll. Die sind alle ziemlich hot. Vielleicht Torgel. Das ist fair. Come on.
Wenn wir einfach Torgel zum Hottest Boy in Valistea küren. Alright. Dass die auch immer so schnattern. Oder ich finde, das ist ein fairer Kompromiss. Sepp, na du? Hast du dich gut erholt? Spürst du deine Füße schon wieder? Well, it's certainly quiet. If I were a giant antelope, it would seem like just the place. Haben wir hier nicht erst irgendwas anderes Großes erlegt? Ist hier nicht das Dorf mit den Gräbern von dem anderen Typen? Bin ich mir aber ziemlich sicher. We'll find one bigger than that. You hungry, Torgal? Alles für Hundchen. Für unseren Doggo nur das Beste. Auch wenn wir dafür Genozid an armen Antilopen begehen müssen. Haustiere first. Sweet. Was denn so? Erzähl doch mal. Für Tommy Morgenstern musste man vielleicht doch so lange anstehen wie für Gronk. Ups. Ja, sowas hatte ich befürchtet. Ehrlicherweise. Oh je, na dann musst du die Füße jetzt noch ein bisschen ausruhen. Also Kontage, den ganzen Tag auf dem Bein, das geht schon auf die Füßchen. Außer du heißt Clive. No. Dann nicht, dann ist es nur ein Spaziergang. Will it be enough, I wonder? Er sieht happy aus. I say that answers my question. Which means we owe the lawsmen our thanks. Just a big Happy puppy, boy. aren't you? A very big puppy. You do know you can take that with you, Torgal. Lady Karen will be relieved to hear you've got your appetite back. Come on, boy. Ja, ich glaube, wenn man im Cosplay auf eine Con geht, muss man so einen eigenen Fotografen mitnehmen. Guck, jetzt will er auch wieder Leckerlis. You alright, boy? Ich fürchte nur echt, dass diese gelben Patches in seinem Fell möglicherweise seine Art der Versteinerung sind. Das würde mir nicht so gut gefallen. Muss ich ehrlicherweise auch mal so sagen, ne? So. Wo ist denn die Schenke? Ach ja, hier. People take notice of wealthy men. Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. Als könnte ich vergessen, was der Onkel hier angestellt Mother hat. Crystal gone. What are we gonna do? Calm yourself. We don't know for sure. Yeah. It could have just been a tremor. Listen, I've got this theory. The fallen, I don't think they all fell. Some of them are still living among us. Aha. You could be one of them. I could be one of them. Da könnte er möglicherweise recht haben, wenn das die Träger erklären würde. Welcome. If you're hoping for a bed, I'm afraid you'll have to look elsewhere. One of our wealthier patrons has purchased the use of every room, hoping to keep out the riffraff, as he puts it. Sympathisch. Na, dann gucken wir mal oben nach. Hallo, guten Tag.
Wisst ihr noch, als wir Joshua hier fast erwischt hätten? Will be ruined. Ruined! Calm yourself, Lord Ignac, I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but... Out! Get out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me be! Please, allow me to apologize. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced. Radim! Get rid of the filthy oaf this instant! Very good, Lord Ignac. Would you mind stepping outside for a moment? I'm sorry if I've caused you any trouble. That? Oh, no. That's just how his lordship is. Though the morning's events have left him somewhat fractious. He has been dispossessed of his luggage, you see. The thieves also made away with a considerable amount of coin. Coin the innkeeper will soon be keen to collect. Oh. I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased from a merchant friend of mine. Ah, you know Lady Karen. Yes, I'm afraid it was. Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. But I have one condition. You have but to state it. You are welcome to anything that is within my power to grant. I want an audience with Lord Ignac. A few minutes should be enough. Then I'll be on my way. A condition I would be a fool to refuse. Of course, you shall have your audience. I don't suppose you saw where the thieves went? I did not, no. Though some discreet inquiries made on his lordship's behalf mean that I know where you might find them. The bandit's bed. Every ill-gotten coin in Dalamal is said to pass through that disreputable corner of the Valcroy. And that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac in your absence, and arrange for an audience upon your triumphant return. That will be very kind of you. Farewell, and best of luck. Der Lord Ignac hat sich einfach beklauen lassen. Na gut, wir wollten ja sowieso in die Wüste.